Hi Leute, heute schauen wir uns den Fall des Dating Game Killers an. Doch bevor wir anfangen, eine kurze Triggerwarnung, denn in diesem Fall kommt der Missbrauch von Kindern vor. Rodney James Alcala, geboren am 23. August 1943, ist ein verurteilter Vergewaltiger und Serienmörder. Im Jahr 2010 wurde er in Kalifornien zum Tode verurteilt, nachdem er für 5 Morde zwischen 1977 und 1979 für schuldig befunden wurde. Es wird angenommen, dass er für weitere Morde verantwortlich sein könnte. Bekannt ist Alcala auch für seinen Auftritt in der amerikanischen Fernsehsendung The Dating Game im Jahr 1978, der mitten in seiner Mordserie stattfand. Dies führte dazu, dass er gelegentlich als der Dating Game Killer bezeichnet wurde. Alcala wird für seine außergewöhnlich grausamen Taten bekannt gemacht. Staatsanwälte behaupten, er habe mit seinen Opfern gespielt, sie erdrosselt, bis sie das Bewusstsein verloren und dann gewartet, bis sie wieder zu sich kamen. Diesen Vorgang wiederholte er manchmal mehrmals, bevor er seine Opfer schließlich tötete. Die Ermittler fanden eine umfangreiche Sammlung von Hunderten von Fotos von Frauen und jugendlichen Jungen, die von Alcala fotografiert wurden. Es wird spekuliert, dass er für viele weitere Morde in Kalifornien verantwortlich sein könnte. Darüber hinaus gilt er als Verdächtiger in mindestens 2 ungelösten Mordfällen in New York. Die Behörden vergleichen ihn mit Ted Bundy und befürchten, dass er sich angesichts zunehmender Beweise als einer der produktivsten Serienmörder in der amerikanischen Geschichte erweisen könnte. Rodney James Alcala wurde als Rodrigo Jacques Alcala Bucor in San Antonio, Texas geboren. Seine Eltern waren Raúl Alcala Bucor und Ana María Gutiérrez. Alcala wuchs mit seinen Schwestern bei seiner Mutter in einem Vorort von Los Angeles auf, nachdem sein Vater die Familie verlassen hatte. Im Jahr 1960 trat Alcala in die US-Armee ein, wo er als Angestellter diente. Nach einem sogenannten Nervenzusammenbruch im Jahr 1964 wurde bei ihm durch einen Militärpsychiater eine antisoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, was schließlich zu seiner Entlassung aus medizinischen Gründen führte. Alcala, der behauptete, einen IQ auf Genie-Niveau zu haben, schrieb sich nach seiner medizinischen Entlassung aus der Armee an der UCLA School of Fine Arts ein. Später setzte er sein Studium unter dem Pseudonym John Berger an der New York University fort, wo er Film mit Schwerpunkt auf Roman Polanski studierte. Im Jahr 1968 beging Alcala sein erstes bekanntes Verbrechen. Ein Autofahrer in Los Angeles wurde Zeuge, wie er ein 8-jähriges Mädchen namens Taylor Shapiro in seiner Wohnung in Hollywood lockte, woraufhin der Zeuge die Polizei alarmierte. Das Mädchen wurde vergewaltigt und mit einer Stahlstange geschlagen in der Wohnung aufgefunden, doch Alcala konnte entkommen. Er floh an die Ostküste und schrieb sich unter dem Namen John Berger an der Filmschule der NYU ein. Während der Sommermonate erhielt er außerdem eine Stelle als Berater in einem Kunstcamp für Kinder in New Hampshire, wobei er sich einen etwas anderen Pseudonym namens John Burger zulegte. Im Jahr 1971 wurde er von 2 Campern erkannt, die das FBI-Fahndungsplakat von Alcala im Postamt sahen. Die Camper informierten die Lagerleiter und Alcala wurde verhaftet und nach Kalifornien ausgeliefert. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Eltern von Taylor Shapiro ihre Familie bereits nach Mexiko umgesiedelt und sie verweigerten ihr die Aussage im Prozess gegen Alcala. Da es den Staatsanwälten nicht möglich war, ihn ohne ihren Hauptzeugen wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes zu verurteilen, gestand Alcala eine geringere Anklage.
Nach 34 Monaten auf Bewährung wurde er 1974 entlassen im Rahmen des damals populären Programms der unbestimmten Verurteilung, das es den Bewährungsbehörden ermöglichte, Straftäter freizulassen, sobald sie Beweise für eine Rehabilitierung vorlegten. Weniger als 2 Monate später wurde Alcala erneut verhaftet, weil er gegen die Bewährungsauflagen verstoßen und Marihuana an ein 13-jähriges Mädchen verteilt hatte, das behauptete, sie sei entführt worden. Er wurde erneut auf Bewährung entlassen, nachdem er 2 Jahre lang eine unbestimmte Haftstrafe verbüßt hatte. Trotz seines Vorstrafenregisters und seiner offiziellen Registrierung als Sexualstraftäter wurde er 1977 von der Los Angeles Times als Schriftsetzer eingestellt, während sie über die Morde des Hillside Stranglers berichteten. In dieser Zeit überzeugte Alcala auch Dutzende junge Frauen davon, dass er ein professioneller Modefotograf war und fotografierte sie für sein Portfolio. Die meisten dieser Fotos bleiben unbekannt und die Polizei befürchtet, dass einige der Frauen weitere Opfer sein könnten. Robin Samsoe, ein 12-jähriges Mädchen aus Huntington Beach, Kalifornien, verschwand am 20. Juni 1979 zwischen dem Strand und ihrem Ballettunterricht. Ihr verwesender Körper wurde 12 Tage später in den Ausläufern von Los Angeles gefunden. Die Polizei fand anschließend ihre Ohrringe in einem von Alcala gemieteten Schließfach in Seattle. Im Jahr 1980 wurde Alcala wegen des Mordes an Samsoe vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Seine Verurteilung wurde jedoch vom obersten Gerichtshof von Kalifornien aufgehoben, da der Richter des obersten Gerichtshofs von Orange County den Geschworenen erlaubt hatte, etwas über den Fall von Taylor Shapiro und Alcalas andere Vergewaltigungen zu erfahren, einschließlich Verurteilungen wegen Entführung. 1986 wurde er zum 2. Mal zum Tode verurteilt, jedoch hob ein Gremium des Berufungsgerichts des 9. Bezirks seine Verurteilung erneut auf, unter anderem weil einem Zeugen nicht gestattet wurde, Alcalas Behauptung zu stützen, der behauptet, dass der Parkwächter, der Samsoes Leiche gefunden hatte, von Ermittlern der Polizei hypnotisiert worden sei. Bei der Vorbereitung ihres 3. Strafverfolgungsverfahrens im Jahr 2003 erfuhren die Ermittler von Orange County, dass Alcalas DNA, die aufgrund eines neuen Landesgesetzes entnommen wurde, mit dem Sperma übereinstimmte, das am Tatort der Vergewaltigung und des Mordes an 2 Frauen in Los Angeles zurückgeblieben war. Ein weiteres Paar Ohrringe, das in Alcalas Schließfach gefunden wurde, stimmte mit der DNA eines der beiden Opfer überein. Zusätzliche Beweise, darunter ein weiterer DNA-Abgleich in einem ungelösten Fall im Jahr 2004, führten zu Alcalas Anklage wegen Mordes an 4 weiteren Frauen. Jill Bercombe, 18 Jahre alt, 1977 getötet und ursprünglich als Opfer des Hillside Strangler gedacht. Georgia Wickstead, 27 Jahre alt, wurde 1977 in ihrer Wohnung in Malibu erschlagen. Charlotte Lamb, 31 Jahre alt, 1978 in El Segundo vergewaltigt und erwürgt. Und Jill Parenteau, 21 Jahre alt, wurde 1979 in ihrer Wohnung in Burbank getötet. Im Jahr 2003 beantragten die Staatsanwälte, die Anklage gegen Samsoe mit denen der 4 neu entdeckten Opfer zu verbinden. Alcala focht den Antrag an. Im Jahr 2006 entschied der oberste Gerichtshof von Kalifornien zugunsten der Anklage und im Jahr 2009 stand Alcala erneut vor Gericht. Im 3. Prozess erzählte Alcala, der als sein eigener Anwalt fungierte, den Geschworenen oft in monotonem Ton, dass er auf Knott's Berry Farm war, als Samsoe entführt wurde. Als Teil seines Schlussplädoyers spielte er den Teil von Arlo Guthries Lied
Alice Restaurant, in dem der Protagonist einem Psychiater erzählt, dass er töten möchte. Im März 2010 wurde Alcala zum 3. Mal zum Tode verurteilt. Thank you very much. Thank you. And welcome to the dating game. And we'll get right underway. It's time to meet our first 3 eligible bachelors for game number 1. And here they are. Good luck, gentlemen. Well, let's see. Bachelor number 1 is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. And it's time to meet our young lady for game number 1, and here she is. Here is the young lady with a wealth of experience. She once earned a living massaging feet, but she quit when her boss suggested that she work her way up. Then she taught school in Phoenix, Arizona, and now she's here to educate our 3 bachelors in the art of more. Welcome, if you will, sensational Cheryl Bradshaw. Hello, Cheryl. Don't sit down yet. Just a minute. I want to make sure everything is safe. You relax. You feel okay? All right. You know there are 3 bachelors over there. There'll be 1, 2, 3. Ask them anything you'd like to find out more about them, except their name, age, occupation, or income. Okay? And we're going to start by having them say hello to you and see how they sound. Number 1. Would you say hello to Cheryl, please? We're going to have a great time together, Cheryl. Okay, and here we go. Bachelor number 1. Yes? What's your best time? The best time is at night. Nighttime. Why do you say that? Because that's the only time there is. The only time? What's wrong with morning, afternoon? Well, they're okay, but nighttime when it really gets good. Then you're really ready. I'm a drama teacher, and I'm going to audition each of you for my private class. Bachelor number 1. And you're a dirty old man. Take it. Come on, over here. Oh, honey, we have to go out and Really? Bachelor number 1, I am serving you for dinner. Oh. What are you called, and what do you look like? I'm called the banana, and I look really good. Can you be a little more descriptive? Peel me. Later, Bachelor 1, later. Welcome back to the dating game, and Cheryl, we have reached the moment of truth, as we call it. You heard from the bachelors, you got some great dramatic presentations, some good answers, but now I'm going to ask you a question. Will that date be bachelor number 1, bachelor number 2, or bachelor number 3? Who gets the dates? Well, I like bananas, so I'll take 1. Number 1, bachelor number 1. All right. Yeah, there they go. However, you did leave 1 for me, and this is your date, and I want to tell you something about him. Cheryl, he's a skydiver. He's got a lot of nerve. He's into motorcycling. He's also a fine photographer. Say hello to Rodney Alcala. Rodney, come on, Cheryl. Congratulations, Rod. You did it with the 1 answer. Well, as far as I can see, Cheryl and Rodney, it looks like the 2 of you may be involved in some sort of racket. So we're going to have you take to the court. First, you'll receive tennis lessons from expert Naomi Besa of the famous Turco Tennis Club. That starts. And you'll soon be acing everyone off the courts. And to make sure you both look as professional as you become, complete tennis outfits will be provided by Bill Darling's Tennis Shop. They really make you look like part of the racket set. Then it's off the Magic Mountain, one of America's greatest and most complete amusement parks, with plenty of excitement and challenge any danger, like the Revolution, that'll help you turn the town upside down, and of course the world's greatest roller coaster, the Colossus. Magic Mountain, just a half an hour north of Hollywood, California.
One playing tennis. Thank you. Got it? Thank you. Okay. We can go relax, meet each other, say hello, get acquainted, and they'll be back. And before we begin our next game, let's find out what runners-up will receive today from Johnny Jacobs. Im Jahr 1978 wurde Alcala, der zu diesem Zeitpunkt bereits mindestens 2 Frauen getötet hatte, als Kandidat für The Dating Game zugelassen, obwohl er ein verurteilter Vergewaltiger und registrierter Sexualstraftäter war. Moderator Jim Lane stellte ihn als einen erfolgreichen Fotografen vor, der seinen Anfang nahm, als sein Vater ihn im Alter von 13 Jahren in der Dunkelkammer für Fotoentwicklungen fand. Zwischen den Aufnahmen sieht man ihn vielleicht beim Fallschirmspringen oder Motorradfahren. Er gewann ein Date mit der Bachelorette Cheryl Bradshaw, die sich daraufhin laut veröffentlichten Berichten weigerte, mit ihm auszugehen, weil sie ihn gruselig fand. Chad Mills, ein Schauspieler, der als Bachelor Nummer 2 neben Alcala auf der Bühne saß, beschrieb ihn später als sehr seltsamen Kerl mit bizarren Meinungen. Der dritte Teilnehmer, Armand Chaimi, hat sich nicht öffentlich geäußert. Der Kriminalprofiler Pat Brown bemerkte, dass Alcala Robin Samsoe und mindestens 2 weitere Frauen nach seinem Auftritt bei Dating Game getötet hatte und spekulierte, dass Bradshaws Ablehnung ein erschwerender Faktor gewesen sein könnte. Man fragt sich, was das in seinem Kopf bewirkt hat, sagt Brown. Das würde er nicht so gut vertragen. Serienmörder verstehen die Ablehnung nicht. Sie denken, dass etwas mit dem Mädchen da nicht stimmt. Rodney Alcalas bekannter Modus operandi beinhaltete Angriffe auf Frauen im Alter von 8 bis 31 Jahren. Obwohl es nicht viele spezifische Details zu den genauen Umständen seiner Angriffe gibt, wurde berichtet, dass die Opfer in ihren Wohnungen angegriffen wurden. Alcala vergewaltigte sie häufig und wandte dann unterschiedliche Methoden an, um sie zu ermorden. Darunter das Erwürgen mit Hosenbeinen, Strümpfen oder Schnürsenkeln oder das Schlagen mit einem stumpfen Gegenstand. Eine besonders grausame Facette seines Vorgehens war, dass Alcala seine Opfer bis zur Bewusstlosigkeit erwürgte, sie dann mindestens einmal wiederbelebte, bevor er sie schließlich tötete. Die Polizei geht davon aus, dass die Opfer nach ihrem Tod in sorgfältig ausgewählten Positionen platziert wurden. Es wird auch berichtet, dass Alcala die Ohrringe seiner Opfer als Trophäen mitnahm. Diese grausamen und sadistischen Methoden, gepaart mit Alcalas wiederholter Wiederbelebung seiner Opfer, lassen auf eine besonders abnorme und brutale Vorgehensweise schließen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Informationen aufgrund der begrenzten verfügbaren Details möglicherweise nicht das gesamte Ausmaß von Alcalas Taten erfassen. Alcala ist seit seiner Verhaftung im Jahr 1979 wegen des Mordes an Samsoe inhaftiert. Während seiner Haft schrieb er 1994 das Buch You, the Jury, in dem er seine Unschuld im Samsoe-Fall beteuert und auf einen anderen Verdächtigen hinweist. Er hat außerdem 2 Klagen gegen das kalifornische Strafvollzugssystem eingereicht, eine wegen Ausrutschens und eine wegen unterlassener fettarmer Ernährung. New Yorker Beamte haben die Möglichkeit, zusätzliche Klagen gegen Alcala zu erheben, den Hauptverdächtigen im Fall von Ciro's Nachtclub-Erbin Ellen J. Hoover, die 1977 ermordet wurde, als Alcala in New York als Wachmann arbeitete. Er wird auch des Mordes an der TWA-Flugbegleiterin Cornelia Crilly verdächtigt, als Alcala an der NYU eingeschrieben war. Alcala beteuert weiterhin seine Unschuld und befindet sich im Todestrakt des Staatsgefängnisses San Quentin.